So, schönen Nachmittag, schönen frühen Abend zur Wirbelsäule. Was wollte ich sagen? Gar nichts. Wir starten mit einer kleinen Übung, die ihr für die Lymphe machen könnt, für das Lymphsystem, um das ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Und das wirkt sehr aktivierend. Das könnt ihr so oft machen, wie ihr wollt, zwischendurch. Das ist ganz einfach. Und zwar greift euch dazu einmal so zum Schlüsselbein, Brustbeinbereich, dann auf die linke Seite, auf die Herzseite. Ja? Und da 5 bis 10 Mal so mittelfest draufklopfen. Und das gleiche dann auf der anderen Seite. Okay? Dann mal Lymphknoten, die aktivieren wir jetzt. Dann Übergang, Oberarm bzw. Brustkorb, so Vorderseite Schulter, alles gleiche. Und auf der anderen Seite netto. Dann eine Hand zum Bauchnabel oder über Bauchnabel und die andere Hand darüber. Und jetzt am besten abwechselnd 5 bis 10 Mal pro Hand. Das nächste ist, wo wir auch noch eine Menge Lymphknoten haben, in der Hüftbeuge. Bitte da entweder links, rechts abwechselnd oder gleichzeitig. Und zum Schluss in der Kniekehle. Und dann ganz locker auslaufen, aushüpfen, auslockern. So 10 bis 15 Sekunden. Ich kann mir wetten, dass ich jetzt ein bisschen aktivierter, ein bisschen besser fühlst, nachdem unser körpereigenes Entgiftungssystem wieder mal auf Vordermann gebracht wurde. Das ist eine coole Sache, weil dadurch auch die Beweglichkeit viel besser wird, automatisch. Das kannst du das nächste Mal probieren. Ja? Gut, wir bleiben gleich aufrecht und kommen einmal in den Toe-Touch, indem wir uns dann nach unten abrollen. Beine bleiben gestreckt. Abholen und wieder aufrollen. Und fest die Arme nach hinten ziehen. Einrollen, Knie zum Brustbein, Beine gestreckt lassen. Und wieder aufrollen, strecken. Noch zweimal. Richtig fest nach hinten ziehen. Okay. Das nächste ist, beim Runtergehen immer zu einer Seite zu gehen. Das heißt, ich rolle mich ab und rolle mich dann zum Beispiel zur rechten Seite und raufgehen, wieder zurück Richtung Mitte und dann wieder auf die andere Seite. Okay? Strecken. Zwei. Einmal. Okay. Gut. Auslockern. Aus der Position werden wir einen kurzen Busch machen und ein Hohlkreuz. Ja. Nochmal auf 5 Wiederholungen. Beide. Hände bleiben auf die Knie. So rund wie möglich und so viel Hohlkreuz wie möglich. Hohlkreuz nach oben blicken. Und Rücken nach hinten. Wir kommen jetzt wieder in die Vorbeuge. Nach unten. Und in der unteren Position ziehen wir die Arme auseinander. Einmal nach links, einmal nach rechts und dann kommen wir wieder aufwärts.
Und dann beim nächsten Mal runtergehen, beginnt es auf die andere Seite. Ja. Okay. Gemütlich durch die Nase atmen, Nase ein, gegebenenfalls Mund aus. Blick nach hinten immer richten und wieder aufrollen. Einmal noch. Viel breit aus von die Beine. So. Schauen wir, dass wir die Knie so gut es geht gestreckt lassen. Nicht wenig Beugung produzieren. Aber auch nicht extrem gegrätscht stehen, wie gesagt. Und da rotieren wir. Einmal links, einmal rechts, einmal rechts, einmal links. So weit es geht, die Strecke im Knie halten. Und dann 4-mal. Link folgt der Bewegung. Des Armes. Und Rücken mal rückwärts kreisen. Blick bleibt nach vorne, also den Kopf bitte jetzt nicht wenden, haben wir schon gemacht. Und wir bewegen uns, wir rotieren und ziehen die Arme auseinander. Okay? Und der Blick ist immer nach vorne. Also immer so eine kurze Dehnung über die Vorderseite, Brust, Schulterbereich, Rotation, Halswirbelsäule, Rotation, Brustwirbelsäule, das Becken geht mit. Fest auseinanderziehen. Dabei immer nach vorne schauen. Oh, hallo. Gut. Es gibt eine Übung aus dem Kettlebell-Training, das heißt, das nennt sich die Windmühle. Folgendes. Ihr stellt sich auf, das rechte Bein ist ein bisschen nach vorne versetzt, so leichter versetzter Stand. Ja. Rechte Bein ein bisschen nach vorne. Der rechte Arm ist senkrecht nach oben. Schaut, dass der rechte Arm immer senkrecht nach oben zeigt. Und jetzt die Aufgabe mit der linken Hand versuchen wir zum rechten, Richtung rechter Fuß, rechte Fußspitze. Okay? Und der rechte Arm bleibt immer gestreckt. Okay? Möglichst wenig Beugung in den Beinen. Das rechte Bein kann eigentlich durchgestreckt bleiben. 5-mal. Okay? Also im Idealfall hätte man jetzt im rechten Arm noch ein Kettlebell oder ein Kurzhantel oder irgendein Gewicht. Aber letztes Mal. Trockentraining. Und dann linkes Bein vorversetzt, linker Arm nach oben, rechte Hand geht zum linken Fuß. Beim Runtergehen könnt ihr den Blick dann Richtung linke Hand rauf. Immer senkrecht bleiben im linken Arm. Zweimal noch. Eine super Bewegung in der Wirbelsäule, im Becken, in den Hüften. Locker lassen. Wir kommen nach unten, Beine gestreckt lassen.
absetzen. Einmal, zweimal. Ellbogen sind nach hinten gezogen, Spannung in der Schulter und dann wieder nach hinten kommen. Noch dreimal. Wir machen heute die Light-Variante, dass wir es nicht aus dem hohen Stütz machen, sondern aus dem Vierfüßler die Rotationen. Wenn es zu wenig ist, kann natürlich das Ganze aus der Position die Rotationen machen. Okay? Ich war früher bei Stand-Up-Paddle und ich bin schon ein bisschen bedient für heute. Ich mache die Light-Version. Zweimal noch. Und letztes Mal. Auslockern. Was dann relativ breiten Stand aufnehmen. Erster Schritt ist, wir pendeln einfach mal durch. Ganz gemütlich. Die Arme verschränken. Ein Bein um 90 Grad nach vorne drehen. Auf der gleichen Seite kommen wir in die Kniebeuge. Hinten bleiben wir gestreckt und die Fußspitzen zeigt nach vorne und die zur Seite. Ja, also im rechten Winkel zeigt sie aus der Wand. Machen wir mit die gestreckten Arme und jetzt rotieren wir nach hinten. Also auf der Seite, wo das Knie vorne ist, das gebeugte Knie, auf diese Seite rotiere ich. 5 Mal. So sollten sich 90 oder mehr Grad ausgehen. Blick folgt der Bewegung. Schaut immer auf die betreffende Hand. Ausatmen in der Bewegung. Und locker lassen. Das Ganze auf die andere Seite. Kommt, dass die Arme immer 180 Grad auseinander bleiben. Einmal noch. Wir gehen dann gleich noch mal in diese Positionen. Wieder nach vorne drehen und anwinkeln. Und jetzt nach hinten. 5 Mal. Nummer 3 war das. 2 Mal noch. Anderes Bein. Andere Seite. Noch. Und wieder ausschlagen. Große Bewegung in der Hüfte, machen wir Hüftkreisen. 5 Mal nach hinten, 5 Mal nach vorne pro Bein. Nach vorne, Standbein zumindest. Also das Becken nicht zu schön mitrotiert, so Richtungswechsel. Also die Hüften bleiben relativ auf gleicher Höhe auf.
entspannt, dann spürt man es im Hintern. Der muss das Ganze stabilisieren und Seite wechseln. Gut, dann seitliches Abspreizen. Dann schaut, dass die Schulter nach hinten gezogen bleiben. Ohne, pass auf, nicht das machen, ja, sondern Oberkörper komplett ruhig bleiben, gerade bleiben. Und nur was da seitlich geht, ohne Ausgleich, ohne Ausweichbewegung. 5 Mal pro Seite. 3. Wir machen das aus der leicht vorgebeugten Position. Schaut dafür, ihr habt so wirklich ein Gewicht, das ihr an euch heranzieht, also eine Ruderbewegung machen wir. Wobei, sag's mal vor. Erste Bewegung wird sein aus der Position, die zweite Bewegung Ellbogen ein bisschen weiter hinten und dritte Bewegung Schulter hoch oder wenn ihr wollt sogar noch ein bisschen über Schulter hoch. Ja. Überall 6 bis 8 Mal hochziehen. Wir machen dazwischen Pause, weil es richtig anstrengend ist. Also richtig schön Spannung künstlich aufbauen, das würdet ihr da 30, 40 Kilo heranziehen. Ja? Also schön Schulterblattbereich Spannung aufbauen. Okay? Richtig schön ziehen. Bauchspannung halten, Gesäßspannung halten. Wirbelsäule gerade. Machen wir noch. 7. Locker lassen. Also wir simulieren da einen Handel oder einen Zug oder einen Widerstand. Nächste Position aus der ungefähr so. Ja, das heißt so. Ja. Gleich wieder 6, 7, 8 Mal. Schön Spannung aufbauen. Und 10. Ausatmen, in der Belastung ausatmen, in der Entspannungsphase nach vorne ein. 4. 7. Das letzte ist eben entweder auf Schulterhöhe oder sogar ein bisschen höher. Okay. Es geht nochmal gleich oft. Fünf, 6 und locker. Guter Uhrencheck. Meine Uhr habe ich dabei, okay. Einmal nach unten. Dann abwärts. Wir kommen in Stufenposition.
Hohlkreuz bitte Hohlkreuz lassen, also richtig unverändert, unbewegt lassen, bleiben im Hohlkreuz. Und jetzt aber abwechseln, dann könnt ihr es eh schon nach unten fahren. Eine Bein und den anderen Bein. Eine Bewegung im Rücken, im Hohlkreuz. Ausatmen, nach unten gehen. Dass der rechte Winkel aufrecht bleibt. Und locker. Nächste Runde nehmen wir auch die Arme dazu. Und zwar gleichzeitig. Also rechtes Bein geht nach vorne, rechter Arm geht nach hinten. 6 oder 8 Wiederholungen sollten reichen. Wie gesagt, rechter Winkel im Knie, der bleibt. Das macht es nochmal zusätzlich ein bisschen anstrengender. Okay. Hohlkreuz halten. Nächste Runde diagonal. Also ich mache jetzt nur 6 Wiederholungen. Also rechtes Bein nach vorne, linker Arm nach hinten. Okay. So. Aber immer den rechten Winkel aufrecht halten. Einige Details, auf die man achten muss. 4. Das ist eh schon deutlich die Bauchspannung, die Vorermüdung. Und locker. Oder halt noch auf 8 weitergehen. Das letzte wird am lustigsten. Gleichzeitig Beine und Arme auseinander. 3 oder 4 Mal wird da reichen. Je nachdem wie stark ihr schon vorermüdet seid. Wieder ein rechter Winkel, ja? Hohlkreuz halten. Und einmal noch für 4. Locker. Einmal liegen. Nächste Übung ganz einfach. Das Hohlkreuz oder die Lendenwirbelsäule in den Boden drücken, machen wir es 5 Mal. Aber locken, kurz halten und locker lassen. Okay. Ausatmen, runterdrücken. 2. 3. Wir gehen weiter zum klassischen Unterarmstütz, der natürlich als super Übung im Wirbelsäulentraining ist, weil er die Wirbelsäule stabilisiert, wenn man richtig macht. Wir machen jetzt mehrere Varianten. Die erste mal zum Warmwerden, die kennt ihr eh schon alle. Einfach alles anspannen, Faust machen und den gesamten Körper maximal anspannen und das dann bitte 10 Sekunden halten. Ja? Also der Spannung als 1000 Volt. Okay? Los geht's. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und locker. Gut, die nächste Runde wird im Prinzip gleich sein, also gleich ausschauen.
nur mit ein paar, zwei kleinen Veränderungen. Das Becken kippt sich nach vorne. Also wenn ich jetzt so im Unterarmstütz bin, ja, dann kippe ich das Becken ein bisschen nach vorne. Ja, zack. Und zusätzlich versuche ich die Beine nach vorne zu schieben. Also so eine Zugkraft, wo ich versuche die Beine und die Ellbogen zusammenzuschieben. Ja, aber es ist keine Veränderung von der Lage, von den Längenverhältnissen. Ich brauche einfach nur diese Zugspannung auf. Ja. Und dann heute das Ganze wieder 10 Sekunden. Also Becken nach vorne kippen, Ellbogen und Fußspitzen zueinander ziehen, aber nicht, dass sie wirklich sich da verändern, sondern einfach nur diese Spannung aufbauen. Okay, und wieder 10 Sekunden. Los geht's. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Locker. Es geht dann lustig weiter. Nächstes ist jetzt sehr individuell. Hier geht es in Unterarmstütz, haltet relativ hohe Spannung und dann 4 bis 6 gemütliche Atemzüge. Das heißt, durch die Nase durch, dort was Atembedarf ist, nicht mehr, nicht extrem tief einatmen, sondern nur was ihr über Bedarf habt. Nase verfolgt den Atem bis da hinunter, Beckenboden, Bauchbereich. Das ist schön spüren, wie sich das Ganze zum Kontrahieren beginnt. Ja? Also den Atem verfolgen. 4 bis 6 gemütliche Atemzüge. Und so mittlere bis leicht erhöhte Ganzkörperspannung halten. Ja? Dann ruhig einmal Bewegung einbauen. Wir machen wieder eine Übung aus dem Kettlebell-Training, nur ohne Kettlebell. Aber die eignet sich super für die Wirbelsäulengymnastik. Ich werde jetzt da merken, warum, weil wir da eigentlich alles dabei haben, was für die Wirbelsäule relevant ist. Und zwar ist das der Turkish Get-Up. Einfach mal gemütlich hinlegen und dann hebt bitte das rechte Bein und der rechte Arm. Der rechte Arm, stellt euch da vor, ihr hättet jetzt wieder ein Kettlebell oder einfach ein schweres Gewicht in der Hand. Das kann ich natürlich mit einem schweren Gewicht nur senkrecht halten. Sobald ihr so haltet, reißt es mal die Schulter aus. Ja? Das heißt, immer schauen, dass der Arm senkrecht bleibt. In jeder Position immer lotrecht nach oben. Ja, wir werden das jetzt in mehreren Schritten machen. Immer links und rechts abwechseln. Immer 3 Wiederholungen. Das erste, was ist, rechts, linke Hand, linker Arm kann zum Abstützen am Boden liegen und wir rollen uns einmal auf und strecken die Wirbelsäule. Blick ist nach oben, ja, auf die imaginäre Kettlebell. 3-mal aufholen und in der obersten Position die Wirbelsäule richtig schön gerade richten, Brust nach vorne. Ausatmen, runterkommen, einatmen. So, jetzt folgt dann das gleiche auf der linken Seite. Linkes Bein angehoben, linker Arm gestreckt. 3-mal. Möglichst wenig Schwung. Dann kann man den rechten Arm abstützen und nach oben helfen. Mal.
erweitern das Ganze noch immer um einen Arbeitsschritt, um ein weiteres Bastelstück in dieser Übung, in dieser Bewegung. Das heißt, wieder 3 Wiederholungen. Das nächste ist, wir gehen wieder mal nach oben. Und Wirbelsäule gerade. Schaut, dass ihr an der linken Schulter schön stabil seid, ja, dass es nicht durchhängt. Und jetzt Becken heben und richtig schön durchstrecken die Wirbelsäule. Der Hintern ist angespannt. Ja. Und wieder runter. 3-mal. Also noch 2. Wirbelsäule gerade. Heben und schön durchstrecken. Letztes Mal auf der Seite. Merkt ihr, wie die Schultern gebraucht werden, in der Beweglichkeit und in der Kraftentwicklung. Das Ganze jetzt auf der linken Seite. Rauf. Schraube in den richtigen Boden und nochmal aufrecht gestreckt. Letztes Mal. Und wieder locker. Das nächste wird sein, dass man das gestreckte Bein, das Knie vom gestreckten Bein unten durchziehen. Im Prinzip ganz einfach, und wir verlieren wieder rauf, heben und jetzt vom rechten Bein durchziehen und dann in der Position. Wieder strecken, runter, abholen. Auf, zack, und Knie runter. Auf, runter, abholen. So, einmal noch. Dann kommt wieder die linke Seite. Linkes Bein, linker Arm. Zack. Und durch. Zweimal noch. Und wieder ein bisschen pausieren. Das letzte ist, wir richten uns auf. Aus der letzten Position, die wir gehabt haben, stehen wir in einem Halbkniestand, aus dem Halbkniestand nach oben. Und dann geht das Ganze wieder seitenverkehrt zurück. Nochmal 3-mal pro Seite, dann haben wir es. Und wer will, kann es daheim natürlich auch mit einem Gewicht einmal probieren. Dann kommen wir wieder rechts an. Rauf, strecken, Knie runter, aufrichten. Jetzt kann ich auch noch ein bisschen mit dem Bein in das einrichten, wie ich es brauche. Ja, Kopfstand gegenüber und dann kommen wir nach oben. Dann kommen wir mit dem gleichen Bein zurück, Halbkniestand, wieder absetzen, alle Seiten verkehrt. Zack. Noch 2. Drauf, komplette Strecken der Wirbelsäule, Knie runterlegen, aufrichten, Bein anstellen, Halbkniestand, Step up und wieder runter. Ja, fast alle Bewegungsmuster in der Übung dabei. Letztes Mal.
Einmal haben wir es noch. Hier verschiebt sich schon die ganze Matten. Linke Seite nochmal. Ihr merkt, da geht der Puls ein bisschen auf. So. Und los geht's. Zack. Aufrichten. Und hochkommen. Immer senkrecht den Arm halten. Blick nach oben. Zweimal noch. Letztes Mal. Dann haben wir das. Locker. Gut, mal links und rechts. Und dann legen wir uns flach hin, die Ellbogen sind am Boden, neben dem Körper. Dann haben wir 5 Wiederholungen, wir drücken die Ellbogen zum Boden und dann auch den Oberkörper vom Boden weg. Also Hintern bleibt am Boden, Becken bleibt am Boden. Wir wollen den Schultergürtel wegdrücken, durch einen Druck der Ellbogen. Okay? Langsam auf, geht nicht so schnell, aber auch wichtig, runter auch langsam. Ja? Kontrolliert absetzen. Ausatmen beim Raufdrücken, ausatmen beim Runterkommen. Ja? Möglichst wenig aus der Bauchmuskulatur, also alles kommt aus der Schulter. Nummer 2. Aber noch, wenn es geht. Und locker. Runde Nummer 2. Zusätzlich wird immer ein Bein angehoben. Bei jeder, da haben wir jetzt 6 Wiederholungen. Bei jeder Wiederholung wird ein Bein angehoben. Einmal links, einmal rechts, einmal links, einmal rechts. Dann haben wir das symmetrisch mit 6 Wiederholungen. Ihr könnt, wenn ihr es schwieriger machen wollt, könnt ihr gerne die Ellbogen ein bisschen weiter nach außen bringen. Je weiter nach außen es geht, umso schwieriger wird es. Ja? Okay, 6 Mal. Noch 3. Letztes Mal. Locker lassen. Schon viel Bauch gemacht. Dann stellt sich einmal auf die Fußballen. Und die Hüftbrücke mal auf den Fußballen. Okay? Also auf den Fußballen stehen. Jetzt verstärkt die Oberschenkelrückseite. 6 Wiederholungen.
Einmal auf der Ferse stehend, einmal auf die Fußballen stehend. 6, 7 oder 8 Wiederholungen. Okay. Machen wir aber weitbeinig. Okay, fangen wir auf die Fersen an. 1. Raus mit 8. Locker lassen. Gut auslockern. Wir gehen jetzt einbeinig in diese Hüftbrücke und zwar auf den Ballen. Da Bein wird gestreckt sein und das wird auf und ab bewegt. Bisher immer gemacht mit der Ferse oder mit der gesamten Fußsohle. Und jetzt machen wir es mal mit den Fußballen. Jetzt ruhig beidbeinig hochgehen. Und jetzt wird da 3 oder 4 Mal reicht, wie ihr merkt, hoch und wieder zu. Und locker. Zweite Seite. Auch 4 Mal. Wenn es das gemacht habt in der ersten Runde. Und 3. Jetzt folgendes, die Arme über Kopf halten und wir gehen mit dieser Positionierung Arme permanent über Kopf, gehen wir jetzt wieder in die Standwaage. Wieder 5 Mal. Schaut, dass links und rechts oder vorne und hinten genug Platz habt. Schön dran bleiben, neutral bleiben in der Wirbelsäule. Noch 2 Mal. Und wechseln. Und 3. 4. So, Kreuz wieder rein, wir bleiben einbeinig nach wie vor. Rechtes Bein und jetzt mit beiden Armen auf die rechte Seite rotieren. Das Becken kann ruhig mitgehen. Okay? 5 Mal. Blick ist nach rechts, Blick ist auf die Hände gerichtet und rotiert so weit ihr nach rechts hinten kommt. Rein. Und dann links stehen und nach links rotieren, ist ja ganz klar.
das gleiche machen wir zumindest dreimal noch einmal. Einäugig oder beide Augen geschlossen. Also auf der Standbeinseite, auf die Standbeinseite rotieren. Seid fest im Boden. Einäugig oder blind. Zumindest dreimal. Die andere Seite. So, es kommt der entspannte Teil. Auslockern. Und zwar probieren wir die Position ungefähr Minuten zu halten. Ein paar Yin-Yoga-Posen noch. Ganz gemütlich. Nasenatmung, Atem bewusst verfolgen. Dann geht auch durch den Mund wieder aus. Durch die Nase wieder aus. Oder durch den Mund ausatmen und die Lippen geschlossen halten. Also diese Lippenpresse oder Lippenbremse. Das erschwert das Ganze ausatmen. Hat es mit einem Effekt, einen besseren Effekt durch auf die Bronchien. Kapazität. Okay, circa eine Minute. So, das legt sich auf die Seite, also die Beine auf die Seite und der Oberkörper so gut es geht am Boden abgelegt. Also Schultergürtel am Boden. Beine nach links und versucht die rechte Schulter trotzdem möglichst weit nach rechts abgelegt zu machen. Und die Hände so ablegen. Maximal hochgezogene Knie. Das Ganze auf die andere Seite verlagern.
waren es 5 Atemzüge. Wieder lösen mit dem nächsten Atemzug. Und das letzte, ihr legt euch gemütlich hin, gegebenenfalls ein bisschen x-förmig. Und dann halten wir das nochmal 1 Minute mit der gleichen Atemtechnik. Beziehungsweise ihr könnt dann auch länger liegen bleiben und ihr ausschaltet, das ist euch überlassen. Noch 3 Atemzüge. Wer will, kann man natürlich wieder aufstehen und sich auslockern, ansonsten einfach noch ein bisschen am Liegen bleiben. Ich einstweilen bedanke mich natürlich wieder. Das war jetzt ein richtig angenehmer Abschluss, gell? Noch einmal an alle danke, die mich jetzt auch in dieser Zeit unterstützen und die auch einschalten. Ja, morgen Vormittag 9:30 Uhr Faszientraining mit Ball. Ich schreibe es noch aus, gell? Passt, schönen Abend, bis dann, passt, ciao.